So, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wir spielen heute Blameless. Es ist, ich habe mir mal ein paar Notizen zu dem Spiel gemacht. Und zwar, das ist von einem Einzelentwickler, der heißt Vaclav, wenn ich es richtig ausspreche, Hudec. Es handelt sich hierbei um ein Indie-Game in dem Bereich Rätsel und Horror angesiedelt. Ist aktuell auf Steam kostenlos zu haben. Ich habe schon mal Live-LP gemacht. Allerdings war die Aufnahme kaputt. Deswegen nehme ich es jetzt nochmal auf. Und zwar zur Handlung ganz kurz gesagt. Wir spielen einen Innenarchitekten, der zu einem Haus gerufen wird. Dann werden wir dort niedergeschlagen und wachen dann wieder auf. Wir müssen versuchen, aus dem Haus rauszukommen. Und damit fangen wir dann auch gleich mal an. Let's start the game. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up, So, und damit sind wir auch schon im Spiel. Wir müssen mörderische Kopfschmerzen haben. that hurt. Da haben wir schon mal ein Fragezeichen. Das werden wir uns einfach mal anschauen. This bloodstain does not look like it's the result of a banal injury. Ne, glaube ich auch nicht. Das It ist seems einfach. fresh. The blood hasn't completely dried out yet. I better look some more. Und da ist noch This was. looks like something was being dragged across the bloodstain. Hier gibt es ja offenbar nicht für uns zu schauen. Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal um. Was wir hier alles sehen. Na, viel ist es leider nicht. Zumindest nicht hier. Vielleicht hier. Eine Lampe ist nie verkehrt. Eine Eisenstange kann auch nicht schaden. Damit kann man nichts machen. Legen wir es mal dahin. Vielleicht kann man da irgendwas einklemmen und verbiegen. Das wäre mal. Mal schauen, was ist hier drinnen? Nichts. Was ist hier drinnen? Oh, ein Hammer. Hammer ist immer gut. Aber hiermit kann man nichts machen. So, eine Zange. Zange und Türe vielleicht? Vielleicht an den Scharnieren? Nein. Okay, dann legen wir sie wieder zurück.
Da liegt noch was Gelbes am Boden. Was ist das? Ein Handy. Aha. Also ich werde nicht dafür bezahlt, aber das hier scheint mir ein Nokia-Handy zu sein. Mit Windows. Vielleicht ist es auch deswegen kaputt. Nein, Schmarrn. Das waren nur die Blutflecken. Sonst gibt es hier offenbar nichts. Eine Stange, eine Säge. Irgendwas zersägen? Plastik? Nein. Ja, das geht durch wie Butter. Nur leider passiert nichts dabei. Die Säge verbiegen. Hier können wir auch nichts mitmachen. Okay. Dann schmeißen wir es einfach mal zu dem anderen Zeug dazu. Hier irgendwas machen? Nein, kann nicht mal Scheiben einschlagen damit. Legen wir auch mal dahin. Wir sammeln erstmal alles auf einen Haufen und dann probieren wir mal irgendwelchen Kram aus. Aha. Na gut, die Kollisionsabfrage funktioniert nicht so gut. Wir können einfach durch viele Sachen einfach durchgehen. Hier gibt es ja sonst jetzt gerade runtergerieselt. Also entweder wackelt hier das Haus. Können wir da rein drauf hüpfen? Können wir nicht. Okay. Aber wir können durch die Schubkarre durchgehen. Jemand ist über uns. Oh, da ist ein Fragezeichen. Was gibt's hier? I might be able to get further through the attic. Ja. Da ist ein kleines Loch. Vielleicht die Zange? Nein. Was ist das da? Oh. Klein und spitz und lang. Probieren wir das mal aus. Das scheint zu gehen. It's slipping. I can't turn it by hand. Okay, stecken wir es wieder rein. Wenn das nicht mit der Hand drehen kann, vielleicht mit der Zange. Okay. Okay, das hat geklappt. Wir sind offenbar oben nicht alleine. Ich nehme mal vorsichtshalber eine Eisenstange mit. Shit, it's dark. Ups, falsche Taste. Ich würde mal suchen. Kann man irgendwo hier hin? Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Hier hinten? Okay, hier gibt es unsichtbare Wände. Was ist das? Das klingt, als würde irgendjemand was am Boden entlang schleifen. Ist hier sonst irgendwas? Nein. Okay. There we go. War ein bisschen laut. Ich wollte eigentlich nicht so laut. Da ist ein Kerbeutel. Nur das da. A library card belonging to Helen Woodward. How did it get here? Okay. Wir packen das mal wieder ein. Ups. Mach das weg. So. Was gibt's hier? Nichts. Okay. Eine lange Eisenstange. Und eine Schraube. Eine Zange. Okay. Ups. Die ist aber auch kaputt. Was soll ich mit was kaputten? Kann man da irgendwas machen? Ah.
Okay, wir haben also ein reparierte Dings. Wir nehmen das einfach mal mit. Da geht es nirgendwo hin. Das ist ein Fragezeichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was haben wir hier hinten? Da haben wir auch nichts. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Und das Fragezeichen ist weg. Na gut, dann schauen wir mal. Dann machen wir so. Okay. Wir sind offenbar outside, also sprich draußen. Whoa. Shit. Er hat zum Henker das Licht angemacht. Nichts Leserliches hier. Oh, da ist was. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Mhm. Aber wer und wie und vor allen Dingen wo wurde das Licht eingeschalten? Das Kabel geht hier durch. Komisch. The dragging stain again. Hm. Geh mal ganz leise I don't runter. like the look of that dark corridor. Let's Ja. see if the light switch is working. Was gibt's denn hier alles? Es macht hier voll die Geräusche und ich sehe nichts. Das Licht würde ich jetzt auch nur ungern einschalten. Und das soll uns als Licht reichen. Die Taschenlampe ist schon ein. What the hell? Eine Leiche. Shit. She's dead. Ja, würde ich auch so sagen. It's the address of this house. Was she invited here too? Das werden wir noch rausfinden, hoffe ich. Schlüssel haben wir auch dabei, für was auch immer wir den brauchen. Das war das Schleifgeräusch von eben, ha? It's dust. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. I don't want to look at her face. I gotta get out of here and call for help. Kann man mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das noch irgendwas hilft. Und wenn wir dann um Hilfe bitten, wenn die schon tot ist, kommt doch jede Hilfe zu spät. Ah, hier waren wir schon. Okay. Finally out of the house. Das ist doch schon mal gut. Kommen wir da hoch?
Ernsthaft? Da ist ein Schlüssel. Aber das ist hier nur eine Textur. Schade. Zeichen. Nirgendwo hin. More dark rooms. Alle Schränke leer. Kann man auch nichts machen hier. Ist da irgendwas? Wahrscheinlich nur ein Texturfehler. Oh, ein Schlüssel. Wir haben doch Schlüssel. The phone is smashed. No way it's gonna work anytime soon. Muss das eigentlich hier so einen Krach machen? Anything useful here? What's this? Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Ja, oder andere Sachen. Gut, stecken wir mal ein. Aber das ist doch hier auch eine Tasche mit so Material. Das ist doch Einbruchswerkzeug, oder nicht? Welcher normale Mensch schleppt denn sowas hier mit sich rum? Ist da noch irgendwas drinnen? Seltsam, seltsam. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den zu benutzen. Schmeißen wir auch mal da hinten hin. Ein Brief. Dann schauen wir uns den mal an. 13 July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin, this is to inform you that according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the 3 suspension ladders you borrowed from the Deirdre Construction stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Deirdre Constructions Limited. Also, wir haben offenbar hier eine Mahnung erhalten, beziehungsweise nicht wir, sondern der Inhaber oder der Inhaber, der Mr. Hopkin. Wir sollen für ihn also das Haus
reparieren bzw. einrichten und er bezahlt noch nicht mal eine Leiterrechnung. Broken. Das ist ein bisschen seltsam. Sollte man davon ausgehen, dass der das macht. Weil wie teuer kann es sein, eine Leiter auszuleihen? In der Regel zahlt man gar nichts dafür, fragt man seine Kumpels und dann bekommt man eine Leiter. Was gibt's denn da hinten? Gibt's da noch irgendwas? Nee. Da kann man ja auch nirgendwo rein, glaube ich, gell? Haben wir ja festgestellt. Da ist nichts. Da auch nicht. Also das sieht doch... Also, ich weiß nicht. Kein normaler Fahrer würde den Container so hinstellen. Den könnte man ja gar nicht mehr richtig abholen mit den Kisten davor. Locked. Okay, das ist zu. Dann müssen wir es wieder aufsperren. Locked. Locked. Hey, ich hab doch gerade gesagt aufsperren. Wir nehmen den Schlüssel mal mit. This is the way out. Jesus. This place is scary. Da bin ich jetzt aber auch erschrocken. Was war das und warum? Was gibt's hier eigentlich? Die Leiter nehmen wir uns mal mit. Aber wie kann das sein? Was hat das hier gerade kaputt gemacht? Ach, wahrscheinlich, weil draußen der ganze Kram vor dem Container steht. Hier, wahrscheinlich die Garage. Das Ding hat wahrscheinlich gerade die Garagentür kaputt gemacht. Also den Motor dazu. Hier ist eine Leiter. Ja, da können wir die andere Seite rein. Warum muss das immer so laut sein? Kommen wir hier irgendwo hin? Nein. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den Weg hier über die Leiter. Machen wir die Lampe aus. Wir können offenbar nicht aufs Dach springen. Schade. Jesus! Oh, wir sollten laufen. Get away from me! Oh, der ist immer noch da. Schnell, schnell, schnell. There he is! Was ist los? This is Lightwater Police. Stay where you are. What the fuck, wo ist der hin? You're under arrest. Der war doch genau hinter mir gerade noch. Get down on your knees. But I didn't do anything! Get on your knees now! You are under arrest. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate.
Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? Does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggested you murdered that woman. No, You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Das war also Blameless. Was für eine Wendung. Wer hätte damit gerechnet? Blameless heißt eigentlich so viel wie unschuldig, schuldlos. Für die, die es nicht wissen. Also wie gesagt, das war Blameless. Ein kleines Rätsel-Horrorspiel von dem Entwickler Vaclav Hudec. Kam am, ich glaube, 10. Oktober 2016 raus, kostenlos auf Steam. Den Link werde ich euch in die Description packen. Zum Spiel allgemein, ich will ein kleines Fazit ziehen. That's how it all began for me. Da kommt noch was. And it was far from over. Okay. Dann schauen wir mal kurz, was auf Fortsetzen passiert. Okay. Wir sind genau wieder da, wo wir vorhin auch waren. Hier ist ein Zaun. Jesus! Na komm, lauf. Get away from me! Okay. Also er kann uns auch erwischen und umhauen. Jesus! Get away from me! Oh, wir hängen hier fest. There he is. Okay. This is Lightwater Police. Stay Also- where you are. Eigentlich hätten sie jetzt sehen müssen. Der ist hier einfach gerade aufgebröselt. Get down on your knees. But I didn't do anything! Get on your knees now. You are under arrest. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you.
Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Das war's dann wohl wirklich. Schade, ich dachte, es gäbe vielleicht noch ein alternatives Ende. Aber offenbar doch nicht. Gut, kann man wohl nichts ändern. Vielleicht kann man es ja dem Entwickler vorschlagen, dass wenn man den Typen bis nach vorne bringt, dann der festgenommen wird oder ähnliches. Aber ansonsten, also ich fand es eigentlich recht gelungen, so atmosphärisch, ja. Es gab kleinere Momente, wo man ein bisschen so zusammengezuckt ist. Fand ich auch ganz nett gemacht, wie gesagt. Also vom Sound her kann man sich auch nicht beklagen, finde ich gut. Positiv aufgefallen ist natürlich die deutsche Übersetzung. Ein paar kleinere Bugs sind aufgefallen in den Untertiteln. Aber That's how it all began for me. And it was far from over. Doch, es ist vorbei. Wie gesagt, also 2, 3 kleine Bugs in den Untertiteln hatte ich gesehen. Aber ansonsten finde ich das Spiel sehr gelungen im ganz Großen und Ganzen so rum. Ja, wie gesagt, leider kein alternatives Ende. Zusammenfassend kann ich nur sagen, schaut es euch an, ladet es euch runter auf Steam, kostet ja nichts und spielt es selber mal und sagt mir dann Bescheid, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. Würde mir mal interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sagt mir doch auch einfach entsprechend in den Comments Bescheid oder lasst mir einen Daumen da oder ähnliches. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder schönen Vormittag, je nachdem, zu welcher Zeit ihr euch das Video anschaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Vadash. Ciao.